meine lieben Kochfreunde, ich bin der Matti, herzlich willkommen auf meinem Kochkanal Outdoor Kitchen. Ja Leute, der Frühling steht vor der Tür, die Grillsaison beginnt und was brauchst du zum Grillen? Du brauchst 3 Dinge, du brauchst einen Grill, du brauchst gutes Fleisch und du brauchst gute Laune. Naja, eigentlich sind es 4 Dinge, weil du musst auch noch grillen können. Oder du findest jemanden, der es kann, weil ich kann es dir nicht zeigen. Ganz ehrlich, das können andere viel besser als ich. Aber was ich kann, mein Freund, ist, ich kann dir zeigen, wie du die beste Barbecue-Soße machst, die es gibt. Wir machen heute eine leckere Whisky-Barbecue-Soße, die es wirklich in sich hat. Ja, zum perfekten Grillvergnügen gehört auch eine gute Soße. Eine Barbecue-Soße und neben vielen anderen Soßen natürlich, je mehr, desto besser. Und ja, aber Barbecue-Soße, das ist immer so ein Ding, weil irgendwie die ganzen gekauften Dinger, die schmecken mir nicht. Also Barbecue-Soße meiner Meinung nach schmeckt nur selbst gemacht. Es ist auch nicht schwer. Und heute zeige ich dir die meiner Meinung nach beste Barbecue-Soße, die ich zumindest je in meinem Leben gegessen habe. Ich bin wirklich dankbar für das Rezept. Wir machen heute eine leckere Whisky-Barbecue-Soße. Bist du bereit? Los geht's! Für die Whisky-Barbecue-Soße brauchen wir eine kleine Zwiebel, 4 Knoblauchzehen und 50 Milliliter Öl. Zwiebeln und Knoblauch werden gewürfelt und dann brate ich es bei mittlerer Hitze an, bis die Zwiebeln glasig sind. Für die Würze habe ich hier jeweils 1 Teelöffel Salz, Pfeffer und Senfkörner sowie einen halben Teelöffel Nelken. Die Gewürze werden gemörsert und dann kurz mit angeröstet. Es kommen noch hinzu 60 Gramm Tomatenmark und eine Dose bzw. 400 Gramm gestückelte Tomaten. Wir brauchen noch 80 Milliliter Apfelessig, 60 Milliliter Worcestersoße sowie 120 Gramm braunen Zucker.
Ja, kommen wir nun zu dem Hauptakteur des heutigen Videos, und zwar zu dem Whisky. Viele von euch wollen ja bestimmt wissen, welchen Whisky ich verwende. Ganz einfach, das ist Geschmackssache. Ich habe hier 12 Jahre alten schottischen Whisky, das ist ein Whisky, den ich selber gerne trinke, und ja, was ihr verwendet, wie gesagt, bleibt euch überlassen. Es muss nicht der teuerste Whisky sein, aber auch nicht das billigste Gesöff, irgendwas zwischendrin. Und ja, von dem Whisky messe ich jetzt 180 Milliliter ab und die gebe ich mit dazu. Ja, meine lieben Kochfreunde, jetzt kommt das eigentlich Wichtigste an dem Rezept, die sogenannten Geheimzutaten. Ich habe aus den ganzen anderen Kochvideos gelernt, eine gute Barbecue-Soße ist nichts ohne Geheimzutaten. Ich habe hier 2 Stück. Was es ist, das kann ich euch leider nicht verraten, weil sonst wären es ja keine Geheimzutaten mehr, und wenn ich es tun würde, müsste ich euch alle umbringen, dann hätte ich keine Abonnenten und Zuschauer mehr. Auf jeden Fall, was ich euch verraten kann, ist, von der einen Geheimzutat brauchst du 2 Esslöffel und von der anderen sind es nur ein paar Spritzer. Das macht das Ganze rund. Na komm, ich will nicht so sein und das Geheimnis lüften, ihr wollt es ja auch nachmachen und eine ordentliche Barbecue-Soße haben. Die nicht mehr geheimen Zutaten sind 2 Esslöffel flüssiges Raucharoma und ein paar Spritzer Tabasco. Das gebt ihr mit dazu. Nachdem alle Zutaten für die Barbecue-Soße in dem Topf sind, verrühren wir das Ganze einmal. Lassen es kurz aufkochen und schmoren die Soße bei geschlossenem Deckel und niedriger Hitze für 30 Minuten, bis sie etwas eingedickt ist. Nach einer Kochzeit von 30 Minuten hat die Soße die gewünschte Konsistenz erreicht. Sie ist schön eingedickt, ist zähflüssig, und wenn die so aufploppt, so wie hier, dann ist das Ganze gut. Dann nehmen wir den Deckel ab, verrühren es nochmal, schalten den Herd aus und lassen die Soße 10 Minuten lang etwas abkühlen. Und damit wir eine schöne, glatte und klumpenfreie Barbecue-Soße kriegen, gebe ich sie jetzt durch ein Sieb. Noch etwas durchdrücken, bis die gesamte Flüssigkeit durchgelaufen ist. Ja, dieser Vorgang dauert ein paar Minuten, drückt alles schön aus, bis am Ende nur noch das Mousse übrig geblieben ist. Ja, kleiner Tipp noch, das Mousse nicht wegwerfen, bratet es etwas mit Hackfleisch an, dann habt ihr eine wunderbare Hackfleischsoße für Spaghetti, Spaghetti wie Vischinese oder sowas, und ja, schmeckt auf jeden Fall mega lecker.
Ja, meine lieben Kochfreunde, das war das Rezept für diese herrliche Whisky-Barbecue-Soße. Ich kann euch nur sagen, geschmacklich der absolute Hammer, verfeinert jegliche Art von Fleisch und ich kann euch wirklich sehr, sehr empfehlen, die nachzumachen. Probiert das aus, ich freue mich wirklich riesig über Kommentare oder auch über Tipps, wie ihr eure Barbecue-Soße zubereitet. Ja, was ich noch dazu sagen möchte, ist, auch wenn der Whisky gekocht wurde, die Whisky-Barbecue-Soße, die enthält immer noch eine gewisse Menge an Restalkohol, deswegen bitte nicht an Kinder verabreichen. Und ja klar, je länger du die Soße kochst, desto niedriger ist der Alkoholgehalt. Aber trotzdem, ich würde euch bitten, an den Zutaten nichts zu verändern. Lasst alles so, wie es ist. Es ist ganz, ganz genau austariert und es ist wirklich eine herrliche Soße. Und eine Sache noch, füllt die bitte in Glasflaschen oder in Gläser ab, bitte nicht in Plastik. Schön kühl und dunkel lagern und glaubt mir, es ist ein Genuss. Ja, meine lieben Kochfreunde, das war's für heute. Whisky Barbecue Soße. Wie ich finde, ein toller Start in die Grillsaison. Wenn ihr es ausprobiert, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir schreibt, wie es euch gefallen hat. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Matti.